letztes Mal waren wir bei Prophezeiungen und jetzt hatte im 899. Kontaktbericht waren 3 Gedichte von dir, als du noch ein Junge warst. Habe eins mehr bekommen in der Zwischenzeit. Ja. Und in dem einen schreibst du, dass unter anderem auch in Arabien, Persien und Europa Krieg ausbrechen wird. Also in den anderen Ländern, die du erwähnt hast, ist schon. In Arabien, Ja. also Saudi-Arabien. das ist Israel, Palästina, Libanon und jetzt tun die Israelis mit Syrien, Ja. oder? Gehen Syrien bombardieren, Ja. oder? Türkei bombardiert Syrien und den Irak. Neu. Wirklich? Ja. Die lassen sich da auch Seit einziehen. gestern oder vorgestern Ja. gegen PKK. Ach so, ja. Ja. Und der Jemen, der tut da am Roten Meer unten, da die Schiffe beharken, aufschiessen. Die Piraten. Ja, nein, die jemische Armee da, und da weisst ja, in Europa ist Ukraine, Ja. ja, Und und da ist Stunk rundum jetzt mit Moldawien. Moldau Ja. und so weiter. Und Und dann noch. die Idioten, die Deutschen, Franzosen, Engländer, Italiener und weiss ich was, Schweden und Dänemark, einfach die Idioten und Holländer liefern Waffen auf Ding zu. Ist also ein Weltkrieg, oder? Angereist durch Amerika, weil Amerika ums Verrecken hat wollen, dass die NATO nach Ukraine gebracht wird. Obwohl sie ja, nichts ist gut. Obwohl sie 1990, 91 behauptet haben, wo es gegangen ist um die NATO, es werde keine Osterweiterung geben von Deutschland aus gegen Russland zu, über die Länder, oder wo Russland nachher sich zurückgezogen hat daraus raus, oder? Ja. Und das haben sie kurz darüber, aber haben sie angefangen, ein Land nach dem anderen in die NATO schicken, und jetzt haben sie noch die Ukraine wollen, oder? Und wegen dem ist ja der Krieg, Ja. oder? Weil sich Russland gewehrt hat gegen das, was Amerika ums Verrecken hat wollen, nämlich Ukraine in die NATO bringen. Ich muss mal kurz. Oder? So. Ah, okay. Ja, also Arabien bezieht sich dann nicht auf Saudi-Arabien, was du geschrieben hast. Ja, das trifft Saudi-Arabien genauso wie alle anderen arabischen Staaten schlussendlich. Denn Saudi-Arabien lässt sich mit tödlicher Sicherheit nicht einfach reinpfuschen von den Amerikanern und wird sich wehren dagegen. Und jetzt fängt es dann in Persien an, also Iran, oder? Und Arabien, Syrien gehört zu Arabien, Irak gehört zu Arabien, oder? Und dort ist bereits Stock gegen PKK jetzt, und die Israelis bombardieren in Syrien, oder? Also die Türkei. Das ist also bereits in Arabien. Ja, die Türkei bombardiert die PKK.
PKK in Irak und es sind gestern oder vorgestern, glaub's, oder heute. Und Syrien. Gestern oder heute. Syrien und Irak. Ja. Also über die Grenze von der Türkei weg. Ja. Also die meisten Länder werden jetzt in diesen Krieg gegen Israel reingezogen. Ja. Oder lassen sich reinziehen, wie Ja. auch immer man das sagen will. Ja, das ist die Folge jetzt von Israel, oder? Weil Israel den Krieg führt gegen Palästinenser. Palästinenser sind Araber. Oder? Es heisst einfach Palästina, aber es sind Araber. Ja. Oder? Ja, das Verrückte ist halt, dass Golda Meir die erste, ich glaube die erste Ministerpräsidentin von Nein, Israel. das ist, Oder Ben-Gurion. ja, war eine zweite, dritte oder irgendwie. Also sie war ja recht früh. Ja. Sagte in einem Interview, ich bin in Palästina geboren worden und ich war Palästineserin. Ja. Ja. Also, sie ist ja in den 20er Jahren oder so geboren worden. Glaube ich. Nicht, wann wann sie geboren wurde. Aber sie ist jedenfalls in Palästina geboren worden und hatte auch einen dementsprechenden Pass. Ja. Und da wurde nicht zwischen Juden und Araber unterschieden. Nein. Ja. Da gab es auch keinen Grund für einen Krieg. Mal noch nicht, oder? Und Ben-Gurion an 48, glaube an 48 hat er ja das Israel ausgerufen oder gegründet. Ja. Und dann hat er es anders gegeben und heute ist dann nicht dann der Obermörder. Ja, mit der Gründung Israel, das geht im Grunde auf die Balfour-Deklaration zurück. 1917, da hat Balfour an Lord Rothschild geschrieben, dass es die Möglichkeit bestehen könnte, Ja, das ist aber erst 1948 Ja. nach dem Nazi-Krieg. Ja, aber es hat schon in diesen 30 Jahren hat's immer diese radikalen Siedler dort gegeben, Ja. die Krieg geführt haben. Sowohl gegen die Briten als auch gegen die Araber. Ja. Ja. Und die sind immer stärker Das war geworden. ja der Dings da unten gewesen, der hat geheißen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Da die Engländer da. Haben ja einen Haufen Filme da. Oder einen Film gedreht über Ach, der wie hat der geheißen? Lawrence von Arabien. Ja, Ja. genau. Ja. Genau. Und ja, wie gesagt, im 899. Kontakt steht dann, dass halt aber auch in Europa Krieg ausbricht. Damit ist dann Ja, in Europa Krieg. also ist das Ukraine gehört ja zu Europa. bezieht sich das auf die Ukraine. Ja, natürlich. Ja. Und Deutschland tut alles dafür, dass es wieder angegriffen wird, dass es auch in Deutschland wieder Krieg gibt. Oder? Ja, Und alle anderen Staaten, ausser Weißrussland, nicht. Alle anderen Staaten sind gegen Russland. ja, Und was jetzt dort rauskommt in Moldau, das wird sich erweisen. Oder? ja. Ja, die Ungarn halten sich auch ein bisschen zurück gegen Russland, ne? Ja. Aber es ist halt schwer, es Es ist ist enormer schwer, Druck. oder? Ja, es ist enormer Ich Druck. glaube, der Orban ist Ja, ja. ja, Ja. Und der Stunk ist ja tatsächlich da, was prophezeit worden ist in den 40er Jahren und 50er Jahren. Was prophezeit worden ist tatsächlich eingetroffen. Und es geht noch weiter. ja. Und die Deutschen sind so schlau, dass sie Waffen liefern nach der Ukraine, dem Zelensky, dem Kriegssetzer, der sich als grösster Mensch von der Welt, von der Erde denkt, oder? Er sagt der Grösste, oder? Ja. Und dem liefern sie Waffen noch und nöcher. Ja.
Genau wie Netanyahu auf Israel runter. Deutschland liefert dort Waffen noch und nöcher. Ja. Und es ist bereits sehr weg, dass die Welt anfängt zu hassen. Dass die Deutschen anfangen zu hassen werden, oder? Die nichts zu tun haben damit, die werden einfach am Boden abgestraut, oder? Da wird einfach brüllt, oder? Und weiss ich was, oder? Und die Nazi, die an der Regierung hocken, die nicht einmal wissen, dass sie eine Nazi-Gesinnung haben, macht die anderen zur Sau. Oder? Ja, ihr habt da... Die da an der Regierung hocken, die wissen nicht einmal, dass sie eine Nazi-Gesinnung vertreten. Das ist ja der Hammer, oder? Ja, ich war auch überrascht, als ich das las, das erste Mal. Ja. Aber, ja. Weißt du, es wird überhaupt nicht mehr gedacht. Ja, immer wo man Waffen hinliefert, ist es in der Regel nur eine Frage der Zeit, dass es dort Krieg gibt. Ja, natürlich. Und Deutschland ist das Größte da durch. Oder? Ja. Da die Neonazi da, wo nicht einmal eben, wie ich gesagt habe, wo nicht einmal wissen, dass es eine Neonazi-Regierung ist. Dass sie eine Neonazi-Gesinnung haben, oder? Genau, aber nach dem handeln. Darum liefern sie Waffen nach der Ukraine, dem Kriegsfanatiker und dem Massenmörder da in Israel. Ja. Oder? Der, eben Blauhelm angegriffen hat, oder? Oder? Und nachher kommt er, ja, das sei nicht vorgesehen gewesen, oder? Und einen Tag später kommt er, ja, die Blauhelm sollen nur verreisen in Libanon, sie hätten nichts zu suchen da. Und jetzt dauergreifen sie die Blauhelm an, oder? Ja, die wollen die da halt nicht haben, ne? Ja, logisch. Und haben auch schon viele Journalisten umgebracht. Ja, das sind etwas um die 120 Journalisten sind bereits umgebracht worden in Israel, in Palästina und in Libanon. Ja. Und von dem, sie haben etwa die Hälfte haben sie davon zugegeben. Ja. Dass etwa die Hälfte offiziell Fang ist. Und das sagen sie immer, ja, wir sind halt in der Hitze des Gefechtes, oder? Ja. Ist so. Ja. Ja. Es gibt ein Buch von Anthony Sutton, das beschreibt Wall Street and the Rise of Hitler, heißt das, wo er an der Stanford-Universität in Dokumente Einsicht bekommen hat, aus denen dann im Grunde klar hervorgeht, dass Wall Street oder eben die Amerikaner Hitler im Grunde bewusst aufgerüstet haben. Ja, natürlich, sie haben ihn gefördert. Ja, er war sogar Das bleibt aber Mann bis des heute Jahres. kein Geheimsache, wo heute noch nicht offiziell zugegeben worden ist. Ja, Sie haben dort genau so Waffen geliefert, wie es heute offiziell Waffen liefert nach der Ukraine. Nur ist es da sehr gewesen, dass geheimerweise passiert ist. ja, Der Hitler hätte von sich aus nicht können das Waffenarsenal aufbauen, das er nachher gebraucht hat. Oder? Hätte er nie fertig gebracht. Und von Amerika aus das ist auch nicht bekannt worden. Das ist, bis heute ist es nicht bekannt worden. Dass Amerika die Atombombe, also die Atombombe finanziert hat in Deutschland, dass wie sagt man,
Grundforschungen haben können betreiben in Deutschland, oder? Weil das billiger gekommen ist, als wenn es in Amerika passiert wäre. Die Amerikaner in den 30er Jahren. Ja, haben die Atombombenforschung vorantrieben in Deutschland. Vor dem Krieg. Vor dem Krieg. Ja. 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 Und die ersten Atomversuche, die gemacht worden sind, die sind ja in Deutschland gemacht worden. Ja. Aber das wird alles geheim behalten bis heute. Ja. Und die waren auch noch nicht so effektiv. Sie sind nicht effektiv gewesen. Die haben nachher das, was in Deutschland geschaffen worden ist, haben sie nachher Weiterentwickelt. Im Grunde. weiterentwickelt, oder? Und dann ist es zu der Atombombenabwurf in Nagasaki und Hiroshima gekommen. Ja, unglaublich. Ja. Und die Deutschen haben die Vorarbeit geliefert gehabt, dass Amerika hat können die Atombomben entwickeln, den Rest können entwickeln. Und es sind in Deutschland sogar Atomversuche gemacht worden. Ja, das habe ich auch ein Buch drüber gelesen. Ja. Hitler und die Bombe. Ja. Äh, Aber dass Amerika dahinter gesteckt wird, hintergesteckt hat, das ist verheimlicht worden bis heute. Ja. Kein Mensch weiss das. ja, auch wo die NSDAP ihre Konten hatte, bei welcher Bank, das ist immer noch geheim. Ja. Ja, muss man mal schauen, was in der Schweiz, Ja, was die für Geld gehabt haben von der Nazi. ja. Ja, viel Nazi-Gold. Ja, ja, ja. Und die Schweiz mischte auch gut mit beim Waffenhandel. Natürlich, klar. Also- Ich meinte, die hätten umsonst die Schweiz eingeladen. Ja, Ich habe gehört, wo sie gesungen haben. Die kleine Schweiz, das Stachelschwein, das nehmen wir im Rückzug ein. ja. Das hätten sie auch machen können. Ja, das hätten sie gemacht, wenn das gelungen wäre, was sie hätten wollen. Nämlich die Weltherrschaft, was die Amerikaner wollen. Ja. Ja, Die ja. Amerikaner versuchen das seit 1756. Ja. Also diese Samyase beschreibt ja, dass es mehrere Geheimregierungen in USA im Grunde gibt. Ja, Und aber das- die Geheimregierungen, die musst du nicht sehr weg verstehen, dass Regierungen sind im üblichen Rahmen. Das geht auch jetzt die Geheimregierung, wo gegenwärtig funktioniert, wo ja der Trump wieder ans Ruder bringen. Und das ist die Regierung, die Geheimregierung ist nur finanziell. Die Mächtigen, die Reichen, die Reichsten, wo sind in Amerika. Ja. Das ist die Geheimregierung, also die grosse Geheimregierung, die existiert in Amerika. Das ist nicht ein Militär und so weiter, sondern es ist lauter Finanzen. Ja, wer die Währung kontrolliert Ja. alles. Ja. Weil das Militär ist ja auch vom Geld abhängig. Ja, natürlich. Oder Geheimdienste sind vom Geld Und abhängig. die machen nachher das, was die anderen, die das Geld haben, die sagen, das und das muss gemacht werden. Ja, das Geld kommt von der Ja, von der Reichen. Zentralbank Ja. und wird dann werden dann über die kommerziellen Banken werden dann die Kredite vergeben. Ja, richtig. Und wenn diese Zentralbank CDBC, die Central Bank Digital Currency, Zentralbank Digitalwährung kommt, dann wollen sie ja, dass von der Zentralbank direkt an den Einzelverbraucher die Währung gegeben wird. Und sie natürlich die Zinsen kassieren. Naja.
der Hauptdienst vom Ganzen, wo die Finanzen sind, das ist in Gold angelegt, im Fort Knox, Ja, oder? Dort ist die Kohle ist vergraben, das Gold, ja, wo gelagert wird, das ist halt tonnenweise, oder? Aber es wird nicht bekannt geben, wie viel das wirklich dort ist. ja, ich glaube nicht, dass da mehr so viel ist. Hast du eine Ahnung? Haben Sie da, weil Sie wollten da mal filmen und hatten auch eine Genehmigung bekommen. Ja, Und das, dann was hieß es, dazu ist, ja. und dann, ja, und dann auf einmal hieß es halt, na, ihr dürft nicht filmen. Ja. Und früher ist also vor vielen Jahrzehnten ist schon gefilmt worden in Fort Knox. Aber nur das, was nebenzu ist. Ja. Und, Das, was da ist, das Grosse, ja, das Grosse, ja. es ist nur da gefilmt worden. Ah, okay. Nicht das, was wirklich ist. Und das nebenzu ist schon viel. Ja, ja. Aber dann haben sie da doch ihre großen Goldreserven. Ja, genau. Ja. Amerika ist das Land von Gold. Ja. Ja, und sie Was haben, meinst du, was da auf Tonnagen geschürft worden sind? ja, Noch und nöcher. ja, und sie haben den Anfang der 30er haben sie ja den Besitz illegalisiert Ja. und haben den Leuten ja all ihr Gold weggenommen. Ja. Also, Denk dir mal an Klondike. Was im Klondike alles gelaufen ist, wo Gold geschürft worden ist, dort aus dem Klondike, aus einem Gebiet um den Klondike herum. ja, Das sind Tonnagen. ja, Das sind Tonnagen. ja. Mhm. Ja, Goldrausch in Kalifornien, Goldrausch in Alaska. Ja. 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 Da sind ein paar Schweizer reich geworden dabei. Ja. Ja, Zum Beispiel der General Sutter. der auch. General Sutter, ja, der ist reich geworden, hat aber wieder alles verloren. Ja. Ja, Der ist ja dann, ich weiß nicht mehr, ist, glaube in Washington ist er dann gestorben. Mutter arm wie eine Killemaus. ja. Ich habe mich so ein bisschen damit befasst, weil wir ja immer wieder mit Krieg konfrontiert werden. Ja. Und Krieg ist das teuerste Unternehmen, was man starten kann. Es geht nur um Macht und Geld Ja, beim Krieg. ja, Egal welcher Krieg es ist und wo das der Krieg ist, es geht nur immer um 3 Sachen. Religion, Geld, Macht. ja, Das sind die 3 Sachen, wo maßgebend sind für einen Krieg. Und das, die Religion, die löst Rache aus, Hass aus, Vergeltung aus und so weiter und so fort. Ja, das ist sowieso ein Andersgläubiger, dem schlimmer der Grindi und so weiter, heisst es. Und das sind sowieso Ungläubige und so weiter und so fort. ja. Es muss halt irgendwie finanziert werden. Und da es so kostenintensiv ist, bleiben da ja immer nur wenige, die in Frage kommen, das zu finanzieren. Ja, das sind nicht so wenige, wie du meinst. Es ist mehr Geld wo das und dieses und jenes finanzieren tut für Krieg, für Unfrieden, für Rache, für Hass, für Vergeltung und so weiter. Und in der Regel sind das Religiöse, die dahinter stecken. Die glauben noch an lieben Gott. Der liebe Gott hat mir das gegeben, das soll ich brauchen für das und dieses und jenes.
um zum Beispiel die Ungläubigen auszurotten. Oder? Und das sind alles Ungläubige, die eine andere Religion haben. Das sind nicht einfach Gläubige, das sind Ungläubige. Obwohl sie glauben an einen lieben Gott. Halt den falschen. Was meinst du? Halt den falschen Gott. Oder einen anderen Gott. Ja. Was sie immer sagen. Halt, Ja. ne? Christen, also ist ja auch Katholiken gegen Nimmt er den Mosk, Protestanten. der Mosk, wo jetzt der Trump finanziert? Entschuldige, wer findet? Der Mosk. Ach so, ja. Elon. Der finanziert ja großteils der Trump jetzt, oder? Ja. Das ist Religion. Der Mosk ist ein gläubiger Christ, oder? Von der gleichen Sorte wie der Trump, oder? Der Trump ist auch so gläubig, dass es zum Schreien ist. Unglaublich, ja. Ja. Du hast Und wenn du denkst, die kommen alle von Deutschland. Ursprünglich. ja. Amerika besteht der grösste Teil aus Europäern, aus Deutschen, aus Schweden, aus Engländern, aus Franzosen. Ja. Und die haben jetzt dann schon gekriegt, oder? Miteinander, oder? Franzosen gegen die Engländer und so weiter und so fort. Es hat doch die Abstimmung gegeben, ob Deutsch die Ja, Sprache natürlich zwischen Englisch und Deutsch, oder? Ja. Und da hat der andere Double gesagt, eben ja, Englisch, oder? Ja. Und dann ist gelesen worden und heute ist Englisch Weltsprache daraus geworden, oder? Ja. Aber es sind viele Deutsche in den USA. Ja. Ja. Du hast im 710. Kontaktbericht geschrieben, das ist nur ein Satz. Und haben schon mehrere, mit denen ich drüber gesprochen habe, sich gewundert, wo du schreibst, 110 Ultrareiche kontrollieren ungefähr die Hälfte der Waren und Güter in der Welt. Ja. Das hat mich also total umgehauen, muss ich sagen, weil ich war immer davon ausgegangen, dass ungefähr 1% der Bevölkerung die Hälfte der Assets kontrolliert. Aber du hast 130 ist ja extrem kleine Zahl. sind ja... Ja, für dich gesehen ist das wenig, eine kleine Zahl. Aber wenn du ihre Macht anschaust, gigantisch, die haben, das ist ein Gigantum ohne Gleichen. Ja, das heißt ja, dass die ganzen Werte auf immer weniger Leute konzentriert werden. Ja. Das kommt je länger, je mehr. Ja. Wir sind heute an einem Punkt diesbezüglich, wo es einfach nicht mehr zurückzuführen ist. Was zurückzuführen? Kannst nicht mehr retour gehen und das einfach ändern. Es ist unmöglich geworden. Oder? Religion, Geld und Macht. Das ist das, was heute auf der Welt existiert, was einzig ist, wo noch vorwärts geht, aber immer in einem schlimmeren Rahmen. Sonst geht nichts vorwärts. Das KI zum Beispiel, das ist nichts anderes als Macht. Geld, Religion. Ja, Macht über andere, darum geht's hauptsächlich. Hm? Also Übers Volk, übers Volk von der Welt. Ja. Du musst einmal die verschiedenen Völker zusammenziehen auf der ganzen Welt. Das ist ein Volk, der Erdling. Und der wird beherrscht immer mehr und mehr durch das KI. Und das KI, die das erfunden haben, oder, ja, kannst sagen, erfunden haben, oder? Das sind Religiöse.
oder? Und die haben Macht und Geld. Ja. Sie fluchen die jetzt schon, der Erfinder flucht die jetzt schon, eine Spitze gekriegt, was für ein Zeichen dass sie gemacht hat, dass sie das KI erfunden haben. Ja, Fluchen die jetzt offen. Bernadette hat das letzte in der Zeitung gelesen. Geoffrey Hinton, ja, der maßgeblich als Erfinder der Ja. künstlichen Intelligenz gilt. Ja, Und jetzt auch den Physik-Nobelpreis dafür ja, bekommen hat. ja. Und dass das eine Höllenkatastrophe über die Erde bringt, über die Menschheit bringt, das werden sie noch erleben. Da können sie nicht mehr ausweichen. Ja, Das wird kommen mit tödlicher Sicherheit. Es Ja. ist nicht mehr aufzuhalten. ja. Ja, Wir erleben es zwar nicht mehr, du, weder ich noch du, ja, aber die anderen, ja. die zukünftigen. Ja, sie wächst noch immer mehr und Ja, Das- das verbreitet sich immer mehr Ja. und mehr und mehr. ja. Nochmal kurz zurück. Es wird alles einfach digitalisiert, oder? Ja. Und das übernimmt Kontrolle, das KI nimmt Kontrollen über das weg, oder? Vorderhand noch vom Mensch gesteuert, nachher aus dem KI raus selber, oder? Wo das KI Macht übernimmt über alles zusammen und effektiven Krieg führt gegen die Menschheit und weitgehend die Menschheit ausrottet. Das ist die fernere Zukunft. Ja, Und das kann man nicht mehr vermeiden. Nur noch durch das, dass die Religion abgeschaffen wird und das KI abgeschaffen wird und die Macht abgeschaffen wird vom Mensch, vom Erling. jetzt, das, Das sind Träume, Das, ja. erfüllbare Träume. ja, auf diesem Planeten. Ja. Nochmal auf diese 130 Leute und diese 130 Ja, Leute. das sind nur die 130 Leute, die mächtigsten, die am reichsten sind. Ja, Dann hat es aber noch zigtausende, die unter denen sind, die auch Geld ja, haben. ja. Ja, aber Es sind also nicht nur die 130, Nein, nein. 130 Reichste. ja, Das ist eigentlich nur die Führung vom Ganzen. Ja. Kannst dem so sagen. Aber unter dem hat es noch so und so viele Senige, die Milliarden da haben, so viel unter den Milliarden so viel, wo einfach nur noch so viel haben, aber auch noch etwas zu sagen haben und so weiter und so fort. Und wenn du alles zusammennimmst, dann ist es auch sich los dagegen, etwas zu machen. ja, Schon alleine mit diesen 130 separaten Zoberstoben von der Regierungen, von der Reichen, von den Reichsten. Schon alleine gegen das eben kannst du nichts machen. ja, Das ist aussichtslos. Das ist so eine Macht dahinter, weisst, da wirst du einfach umgelegt. ja, Da wirst du ein gering kürzer gemacht. ja, ja. Das ist Teil des Geschäfts. Ja. Also wenn da Leute sich sozusagen erheben oder Organisationen, dann werden diese Organisationen marginalisiert und oder verboten Natürlich. und dann ist es Selbst vorbei. sowieso. Ja. Das passiert ja auch jetzt überall auf der Welt, oder? Wenn du ein bisschen zu viel sagst, dann wird dir sofort der Daumen auf den Grind gedrückt, Ja. oder? Trotzdem die Frage, woher weißt du, dass das eben diese 130 Leute sind? Das könnten ja auch Das 100... ist ja gleich, woher das Gut, okay.
Also, das ist so eine extreme Konzentration von Macht. Ja. Das können, Da kommst da, da kommst selbst an der Regierung, an einer normalen Staatsregierung, Ja. weiss gar nicht, was im Hintergrund läuft. Ja, genau. Diesbezüglich. Genau. Weißt, die tun einfach nach ihrem Motto, nach ihrer Macht, tun sie regieren. Oder wie dem willst du sagen, dirigieren, oder? Ja. Aber über denen steht das andere, wo sie nichts können machen dagegen. Ja, die Politiker werden ganz im Die Rat. werden ganz einfach dressiert. Ja, durch Und das Lobbying-Institutionen. Volk ist ja so dumm. Wirklich dumm, dämlich, bohnenstrot dumm. Und wählt noch eine Senige an die Regierungen. Musst du mal schauen. Die in Bern oben hocken zum Beispiel. An der Regierung, am Bundesrat. Die Schweiz zur Sau machen, durch das, dass die Neutralität zur Sau machen. Aufheben. Oder? Wie der Gassis. Oder? Wo eigentlich ein eingekaufter Schweizer ist. Ja. Von Italien unten. Ja. Dann haben wir Damherd, wo dabei arbeiten tut, Neutralität verletzen, durch das, dass die anderen können Waffen liefern, schwere Waffen liefern, nach Ungarn. Oder? Ja. Ich muss mal sagen, was für Leute das sind, wo das eigene Vaterland gehen verraten. Landesverraten gehen. Und das ist für Landesverrat. Wenn er als Schweizer eine Sanktion übernimmt, wo die EU-Diktatur aufbringt gegen Russland, die er übernimmt und auch gegen Russland anlegt, das ist Landesverrat. Das ist wieder alle Neutralität. Ja. Das, was Damherd jetzt im Schild führt und machen tut, dass das für die Schweizer Armee die Waffen statt in die Schweiz geliefert werden sie geliefert nach Ungarn, nach Ukraine. Ja. Oder? Das ist Landesverrat. Ja. Ja, und die Schweiz liefert, du hattest vorhin Ungarn gesagt, liefert auch in die Ukraine. Ja. Ja. Die Schweiz geht nach Ungarn. Ich weiss nicht, wie viele Leute das sind. Etwa 1500 Leute wären sicher in Ungarn, in Ukraine sein. Gehen dort, gucken Felder räumen von Minen. Das ist eine Kriegseinmischung, oder? Minenräumen ist eine Kriegseinmischung, ist nicht mehr neutral, oder? Und so viele Millionen, wo die Schweiz spendet für das ist Landesverrat. Ja. Oder? Was hat ein Schweizer oder sein Geld suchen in einem Land, das Krieg führt? Das ist Landesverrat. Ja. Das ist nicht mehr neutral. Ja. Die Schweiz hat den Status von Neutralität nicht nur aufs Spiel gesetzt, sondern hat ihn zur Sau gemacht. Neutralität zur Sau gemacht. Ja. Oder? Und das wurde überhaupt nicht debattiert. Oder ist das? Niemand vom Bundesrat. Der Bundesrat akzeptiert das. Weißt? Die höchste Stelle der Schweiz, der Bundesrat. Dann haben wir den Nationalrat. Dann haben wir den Ständerat. All zusammen sagen nichts. Lassen es einfach passieren. Ja. Was ihre Mitglieder an Landesverrat machen können. Ja. Ja, wenn es um Krieg geht, dann ist immer dieser Schulterschluss da. Ja.
Sonst, Schon im letzten Weltkrieg war eine Sauerei gewesen, dass Schweizer gehabt, die Schweiz verraten haben, die Landesverrat begangen haben. Oder? Das ist ganz klar, das ist bekannt. Oder? Aber was heute ist, dass in der Regierung selber Landesverrat gemacht wird, von den Regierungsmitgliedern, das ist also wirklich der Hammer. ja, Oder? Da sind es Einzelne gewesen. Heute ja. ist die Regierung selber. Ich habe heute gehört, dass man 100.000 Franken pro Jahr Minimum verdienen muss, wenn man in den Nationalrat kommen will. Ja. Das heißt ja auch, wir sind alle gleich. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das stimmt hinten und vorne nicht. Du kannst nicht in den Nein, Nationalrat da wird gewählt werden. abgestuft, je nach Franklin, nach Ruppe. Ja, Oder? ja. Also wer arm ist, kann oder wenig Geld hat, kann nicht in den Nationalrat gewählt werden. Richtig. Das ist ja, Hängt alles vom Geld ab. Und dann spielt die Religion noch eine Rolle dabei. Oder? ja, Und dann kommt Macht ins Spiel. Also Religion, Geld und Macht. ja. Immer wieder diese Faktoren. Ja. Es sind immer die gleichen 3 Stück. Die gleichen 3 Faktoren. Diese Geldgier ist da die Wurzel auch zum Teil in der Religion zu finden oder ist das ganz unabhängig? Was meinst du? Das sozusagen das religiöse Reiche, dass das noch die Gier eher noch stärker ist, aufgrund diesem unlogischen Denken. Du hörst ja überall, so Gott will. So, Ja. so Gott geschehen lasse. So Gott will. Ja, Überall hörst du es. An der Regierung. Musst nur das Fernsehen hören. Musst nur das Radio hören. ja, amerikanische Politiker sagen ganz häufig zum Schluss God bless you. Ne? Ja, ja. Das ist der Standardspruch am Ende so vieler Reden. Ja. Ähm, Das ist das Wichtigste von allem. Und das Zweite ist Macht. Und das Dritte ist Geld. ja, mit der Macht ist dann oft, wie sich das manifestiert. Also auch wenn jemand, da frage ich mich oft, wie das funktioniert hinter den Kulissen, dass jemand, der zum Beispiel, Das läuft über Intrigen und nochmal Intrigen und nochmal Intrigen. ja, Der eine lügt der andere an, der eine betrügt der andere. ja, sind so wirklich ständig, Ist keiner ehrlich zum anderen. ja, Er sagt ihm das, dabei denkt er das, macht das. ja. Denn der Blocher ist ja reich zum Beispiel. Und trotzdem haben sie den Christoph Blocher ja, 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 haben weil, sie ihn rausgekriegt. weil das einer von denen war, der gesagt hat, ich schaue fürs Volk. Ja, Ich schaue nicht auf das, was Macht ist. Ich schaue für das, was Recht ist. Und das wird halt nicht zugelassen. ja, Da spickt man's. Dann alle zusammen, die rundum sind dann gegen denjenigen oder diejenigen, die es recht machen will. ja. Ja, wer sich für das Und Volk wenn du etwas einsetzt. sagst, dann laufst du Gefahr, dass du eine Kugel im Kopf hast oder ein Messer im Rücken hast. Ja, Oder mit einem grossen Knall in die Luft fliegst. Dann musst du froh sein, wenn du noch etwas findest. ja. Ja, das ist so. Eine vertrackte Situation. Also die Religion und die Macht machen alles kaputt. Also Ja. da ist, selbst wenn man, oder Ross Perot in den 90ern, Anfang 92 war das, glaube ich, die Wahl in den USA.
oder 88 die Wahl, einer von den beiden. Da ist er auch angetreten. Ja. Ein reicher Texaner, Milliardär. Und der wollte zum Beispiel, dass das Volk direkt wie in der Schweiz über Dinge abstimmt. Und ist nachher auch aus dem Rennen ausgestiegen. Ja, weisst auch das, was in der Schweiz reingeht und läuft mit der Abstimmung, ist nicht eine freie Abstimmung. Nein, das Da wird Propaganda gemacht, dieses und jenes. Der Mensch tut gar nicht selber entscheiden. Er tut nach dem machen, was die selber sagen, was die sagen, was die sind, was jene sagen und so weiter und so fort. Nur nicht das, was er selber sollte entscheiden, selber darüber nachdenken und so weiter und eine eigene Meinung bilden. Oder? Und einen selbstständigen Entschluss fassen. Das ist auch in der Schweiz nicht so. Ja. Ja, also auch, wenn ich die Plakate sehe für irgendeine Abstimmung, das Ja bedeutet dann oft ein Nein, weil das so verdreht ist und umgekehrt. Ja. Du bist total verwirrend oft. Ja. Darum gehe ich nicht stimmen. Ja. Seit ich lebe, bin ich noch nie stimmen. Ich habe einmal einen Stimmzettel ausgefüllt. Da ist der gewählt, der aufgezeichnet ist, hat Vogelgefeil geheissen. Und dann habe ich auf der Stimmzettel geschrieben, ich hätte noch 50 Tonnen Vogelfutter zu verkaufen. Das ist mein Stimmzettel. Mein einziger Stimmzettel, den ich je abgegeben habe, das ist das Bärenschwein oben. Die einzige Lösung ist wirklich, dass die Menschen anfangen, selbstständig zu denken. Ja, selbstständig denken, selbstständig zu einem Entschluss kommen, selbstständig das machen, was richtig ist. Ja. Und sich nicht beeinflussen lassen von anderen. Und dann würde die Macht immer schwächer werden, sozusagen die sie jetzt so für sich aufrechterhalten. Ja. Ja. Also ist es schon wichtig, was jeder denkt. Ja, genau. Das ist nicht nur bei dem, dass wenn einer an der Regierung guckt, wie zum Beispiel der Netanyahu in Israel oder der Zelensky in der Ukraine. Das Volk würde aufstehen und hergehen und die persönlich würde holen und verstecken lebenslänglich. Oder? Das nichts mehr machen können. Nein, man hat aber Liebschutz, man hat eine Armee, die nachher sofort in Aktion treten und die anderen gehen schützen. Aber selbst die Polizei und die Armee könnte nichts machen, wenn das Volk würde einheitlich gehen und die würden von ihrem Posten wegholen. ja. Das würde unter Umständen Tausende von Menschenleben kosten. Aber die wären weg vom Fenster. Ja. Es wäre Gewalt, es wäre richtig böse Gewalt und die wäre natürlich Unrecht, oder? Aber das wäre die einzige Möglichkeit. Ja. Es ist unlogisch, aber es ist so. Das ist leider. Die Basis wäre aber, dass ja, mit den kontrollierten Medien ist das gar nicht möglich. Weißt du, durch das, was der andere erzählt, wie der Trump zum Beispiel, oder die Harris, oder was die erzählt, da stehen sie zu denen und gehen denen helfen, das durchsetzen, was sie wollen, oder? Weil ihnen das gefallen tut, weil sie selber nicht denken können. Also, beeinflussen lassen. Ja. Nicht eine eigene Meinung bilden, nicht selber denken, nicht selber einen Entschluss fassen. Und demnach auch nicht selber handeln. Es geht nicht um das, dass man dann die anderen umbringen, sondern einfach, man hält sie davon weg, durch das, dass man es hält und verstecken tut. Wie zum Beispiel in einem Gefängnis oder Gefangenenlager oder weiss ich was, oder? Ja.
dass man das Leben nicht harmen tut, oder? Ja. Aber das wäre das einzig Richtige. Aber so weit kommt der Mensch nicht. Mhm. Oder? Er lässt sich missführen. Ja. Und das ist es. Gut. Ja, Vielen Dank. ja. Gut.